Lektion 1. Die Zeit lohnt sich. Sind Dokumentarfilme Ihrer Meinung nach sehenswerte? Ja, sie bieten oft einen großartigen historischen Kontext. Das stimmte. Einige sind wirklich spannend und informativ. Ich habe einen über antike Zivilisationen gesehen. Es war faszinierend. Die antike Geschichte kann so faszinierend sein. Was hast du gelernt? Ich habe etwas über ihre Kulturen und Erfindungen gelernt. Das klingt interessant. Ich liebe es, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Ich auch. Es erweitert unser Verständnis der Welt. Genau, wir sollten gemeinsam mehr Dokumentarfilme schauen. Lektion 2. Untersuchungsergebnisse. Haben Sie schon von der aktuellen Studie zum Thema Bildung gehört? Nein, was wurde gefunden? Es stellte sich heraus, dass praktisches Lernen sehr effektiv ist. Das macht Sinn. Menschen lernen besser, wenn sie aktiv sind. Ja, die Ergebnisse waren für viele Pädagogen überraschend. Ich halte es für wichtig, die Lehrmethoden anzupassen. Definitiv. Es kann die Art und Weise verändern, wie Schüler mit dem Material umgehen. Ich hoffe, dass mehr Schulen diese Erkenntnisse übernehmen. Ich auch. Es könnte die Bildung für alle verbessern. Lektion 3. Küchenutensilien. Ich brauche ein neues Messerset zum Kochen. Das ist eine gute Idee. Wonach suchst du? Ich möchte etwas Scharfes und Langlebiges. Ich empfehle, sich ein gutes Kochmesser und ein Schälmesser zu besorgen. Das klingt praktisch. Haben Sie eine Marke im Sinne? Ich habe großartige Dinge über Wischstoff und Victorinox gehört. Großartig. Ich werde sie mir ansehen. Danke für die Tipps. Kein Problem. Mit den richtigen Werkzeugen ist das Kochen viel einfacher. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Messer auszuprobieren. Lektion 4. Feen finden. Ich denke, es ist wichtig, Frieden mit uns selbst zu finden, auch wenn es uns unseren Stolz kostet. Absolut. Manchmal müssen wir unser Ego loslassen, um voranzukommen. Ja, und diejenigen, die es nicht verstehen, könnten enttäuscht sein. Richtig, aber es ist unsere Reise, nicht ihre. Wir müssen das tun, was sich für uns richtig anfühlt. Genau. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die mit unseren Überzeugungen übereinstimmen. Und es kann eine Herausforderung sein, wenn andere anderer Meinung sind. Stimmt, aber es stärkt unsere Entschlossenheit, wenn wir uns selbst treu bleiben. Ich stimme zu, dass persönliches Wachstum oft aus diesen schwierigen Entscheidungen resultiert. Ja, und am Ende bringt es ein Gefühl der Erleichterung und des Glücks mit sich. Lektion 5. Wettbewerbsvorteil. Unternehmen streben oft danach, sich einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern zu verschaffen. Definitiv. Es ist auf dem heutigen Markt von entscheidender Bedeutung. Sie können Technologie oder Marketingstrategien nutzen. Ja, oder sogar den Kundenservice verbessern. Manche greifen vielleicht auf Abkürzungen zurück, aber das ist riskant. Es stimmt, es kann nach hinten losgehen, wenn es nicht ethisch vertretbar ist. Richtig, es gibt immer Nebenwirkungen, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel, wie es sich auf den Ruf der Marke auswirkt.
Genau der langfristige Erfolg ist das Wichtigste. Lektion 6: Fitnessfokus. Was für eine Übung machst du? Ich habe eine Kombination aus Cardio und Krafttraining gemacht. Das klingt nach einer guten Mischung. Wie oft trainierst du? Ich versuche, 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist beeindruckend. Hast du eine Lieblingsübung? Ich liebe Laufen. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Laufen ist großartig. Ich fahre selbst lieber Rad. Radfahren macht auch Spaß. Es ist schön, draußen zu sein. Klar, frische Luft macht einen großen Unterschied. Lektion 7: Priester und Ehe. Es gibt eine interessante Debatte darüber, ob Priester heiraten dürfen. Ja, ich habe beide Seiten des Arguments gehört. Die römisch-katholische Kirche ist der Ansicht, dass Priester zölibatär bleiben sollten. Andere argumentieren jedoch, dass eine Ehe von Vorteil sein könnte. Es könnte emotionale Unterstützung und Kameradschaft bieten. Ja, es könnte ihnen helfen, sich besser mit der Community zu verbinden. Das ist ein berechtigter Punkt. Es ist ein komplexes Thema. Das ist es wirklich. Jeder hat eine andere Sichtweise darauf. Ich denke, offene Diskussionen sind wichtig, um eine gemeinsame Basis zu finden. Lektion 8: Tipps für Vorstellungsgespräche. Irgendwelche Tipps für das Vorstellungsgespräche. Ja, kleiden Sie sich professionell und kommen Sie pünktlich. Das ist ein toller Rat. Der erste Eindruck ist sehr wichtig. Ruf. Sie sollten sich auch vorher über das Unternehmen informieren. Gute Idee. Das Wissen über das Unternehmen zeigt Ihr Interesse. Ja, und üben Sie auch häufige Fragen im Vorstellungsgespräch. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vertrauen ist der Schlüssel. Tja, sei einfach du selbst und bleib ruhig. Dankeschön. Ich fühle mich schon besser vorbereitet. Lektion 9: Größe testen. Größe entsteht nicht, wenn es einem immer gut geht. Es, es zeigt sich, wenn man ein paar Schläge einsteckt und weitermacht. Genau. Wie bleibt man in schwierigen Zeiten stark? Ich konzentriere mich auf meine Ziele und erinnere mich an vergangene Erfolge. Das ist ein kluger Ansatz. Ich spreche gerne mit Freunden, um Unterstützung zu erhalten. Freunde können dir wirklich dabei helfen, motiviert zu bleiben. Klar, es ist wichtig, ein Unterstützungssystem zu haben. Tja, was hilft Ihnen am meisten, wieder auf die Beine zu kommen? Ich denke darüber nach, was ich aus dieser Erfahrung gelernt habe. Lektion 10: Achtsames Essen. Haben Sie versucht, achtsames Essen zu praktizieren? Ja, es mag eine Herausforderung sein, aber ich versuche, mich darauf zu konzentrieren. Welche Techniken nutzen Sie, um aufmerksam zu bleiben? Ich nehme kleine Bissen und genieße den Geschmack meines Essens. Das hört sich köstlich an. Normalerweise esse ich zu schnell. Es ist ganz einfach. Entschleunigung kann das Essen angenehmer machen. Ich werde damit anfangen. Irgendwelche weiteren Tipps?
Wenn Sie auf Ihren Körper hören, erkennen Sie, wann Sie satt sind. Das ist eine tolle Idee. Ich neige dazu, diese Signale zu ignorieren. Lektion 11. Stricktechniken. Ich würde gerne einmal ein paar Stricktechniken lernen. Stricken ist eine großartige Möglichkeit zum Entspannen und Schaffen. Was ist der beste Stich für Anfänger? Der Krausstich ist einfach und leicht zu erlernen. Das werde ich mir merken. Wie lange strickst du schon? Ich stricke seit Jahren. Es ist sehr therapeutisch. Das klingt wunderbar. Machen Sie Geschenke für Freunde. Handgefertigte Geschenke sind so besonders und persönlich. Ich stimme zu. Ich würde gerne etwas für meine Familie machen. Lektion 12. Übungspriorität. Bewegung ist für mich in letzter Zeit zu einer Top-Priorität geworden. Das ist großartig. Was für Übungen magst du? Ich habe mich auf eine Mischung aus Cardio und Krafttraining konzentriert. Das ist ein ausgewogener Ansatz. Macht es dir Spaß? Es gibt mir Energie und Motivation. Mir geht es genauso. Ich liebe es, neue Trainingskurse auszuprobieren. Welche Kurse empfehlen Sie? Ich genieße Yoga und hochintensives Intervalltraining. Klingt lustig. Ich könnte es mal damit versuchen. Lektion 13. Urlaubserlebnis. Ich bin gerade aus meinem Urlaub zurückgekommen. Es war ein Erlebnis. Wirklich. Wo bist du hingegangen? Ich bin in die Berge gereist. Die Aussicht war atemberaubend. Das klingt erstaunlich. Hast du eine Wanderung gemacht? Ja, ich bin mehrere Wege gewandert und habe wunderschöne Landschaften gesehen. Ich liebe Wandern. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Absolut. Ich fühlte mich danach so erfrischt. Haben Sie während Ihres Aufenthalts lokale Gerichte probiert? Ja, ich habe die köstliche Bergküche probiert. Lektion 14. Niedliche Fächer. Oh, sieh dir das hier an. Es ist süß und hat viele Fächer. Das ist wirklich praktisch. Ich liebe organisierte Gegenstände. Ich auch. Es hilft, alles an Ort und Stelle zu halten. Glaubst du, es würde in deine Tasche passen? Ja, es hat die perfekte Größe für Reisen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie es für Ihre Accessoires verwenden. Definitiv. Es würde sie sicher und ordentlich halten. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht bekomme ich auch eins. Fügen wir es unserer Einkaufsliste hinzu. Lektion 15. Auffällige Funde. Hast du das schöne Gemälde dort drüben gesehen? Es ist atemberaubend. Ich liebe die darin verwendeten Farben. Ich stimme zu. Es fällt einem wirklich ins Auge. Gibt es noch andere Stücke, die Ihre Aufmerksamkeit erregen? Interessant ist auch die Skulptur in der Ecke. Es hat so einzigartige Formen. Absolut. Ich denke, dass Kunst einem Raum wirklich Charakter verleiht.
Definitiv. Es erzählt eine Geschichte, ohne ein Wort zu sagen. Das ist es, was ich daran liebe. Jedes Stück hat seine eigene Atmosphäre. So wahr, ich könnte Stunden damit verbringen, all diese Kunstwerke zu erkunden. Ich auch. Mal sehen, ob wir ein größeres Gemälde für Ihr Wohnzimmer finden können. Lektion 16. Wertschätzung der Natur. Lassen Sie uns heute die Schönheit der Natur schätzen. Hilf. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich liebe es, im Park spazieren zu gehen und die Landschaft zu genießen. Tja, die frische Luft fühlt sich erfrischend an. Die Natur hat wirklich eine Möglichkeit, den Geist zu beruhigen. Tja, es erinnert uns daran, innezuhalten und das Leben zu genießen. Lasst uns bald ein Picknick im Park planen. Das klingt nach einer perfekten Idee. Wir können ein paar Snacks mitbringen und die Natur genießen. Lektion 17. Thailändische Rezepte kochen. Ich muss unbedingt ein paar thailändische Rezepte nachschlagen und es ausprobieren. Das klingt spannend. Thailändisches Essen ist so aromatisch. Ich liebe die Balance zwischen süßen, sauren und würzigen Aromen. Ja, es ist so eine köstliche Kombination. Haben Sie Lieblings-Thai-Gerichte? Es macht mir großen Spaß, Pad Thai und grünes Curry zuzubereiten. Das sind großartige Entscheidungen. Ich würde gerne lernen, sie herzustellen. Ich kann einige Rezepte mit Ihnen teilen. Das wäre fantastisch. Ich bin lernbegierig. Lektion 18. Jury-System. Ihre Kunden haben das Glück, eine so starke Unterstützung zu haben. Tja, mit 12 Geschworenen hat die Verteidigung gute Chancen. Es ermöglicht unterschiedliche Perspektiven während der Beratung. Ja, unterschiedliche Standpunkte können zu besseren Ergebnissen führen. Halten Sie dieses System für wirksam? Ich glaube, dass es dazu beiträgt, Fairness im Gerichtsverfahren sicherzustellen. Das ist wichtig. Bei solchen Entscheidungen zählt jede Stimme. Hilf. Es ist ein grundlegender Teil der Gerechtigkeit. Ich bin froh, dass wir Systeme haben, die auf Gerechtigkeit abzielen. Lektion 19. Reiseziele. Welche möglichen Reiseziele haben Sie im Sinne? Nun, wir könnten Rom, Paris oder Tokio in Betracht ziehen. Das sind alles tolle Entscheidungen. Ich liebe die Idee von Rom. Rom hat so eine reiche Geschichte und köstliches Essen. Hügel, die Pasta und das Eis rufen meinen Namen. Und Paris ist perfekt für Kunstliebhaber. Absolut. Die Museen dort sind unglaublich. Was ist mit Tokio? Es ist so lebendig und einzigartig. Ich würde auch gerne die Kultur dort erleben. Lektion 20. Einzigartiges Dekor. Wie wäre es mit einem großen Kunstwerk oder einem einzigartigen Möbelstück? Das klingt interessant. Sie können einen Raum wirklich aufwerten. Ja, Kunst verleiht jedem Raum Charakter. Ich stimme zu. Es kann auch ein toller Gesprächseinstieg sein. Genau, haben Sie bestimmte Stile im Sinne?
Ich liebe moderne Kunst, aber auch klassische Stücke sind wunderschön. Beide Stile haben ihren Charme. Ja, eine Mischung kann eine vielseitige Atmosphäre erzeugen. Besuchen wir einige Galerien, um uns inspirieren zu lassen. Lektion 21. Ziele setzen. Ich möchte meine Ausdauer steigern. Das ist ein toller Plan. Das Setzen von Zielen kann wirklich helfen. Haben Sie sich Fitnessziele gesetzt? Ja, ich habe vor, nächstes Jahr einen Halbmarathon zu laufen. Wuff, das ist beeindruckend. Wie wollen Sie sich vorbereiten? Ich folge einem Trainingsplan und laufe 3-mal pro Woche. Das klingt effektiv. Was macht dir am Laufen am meisten Spaß? Ich liebe das Gefühl der Freiheit und der frischen Luft. Ich genieße die Herausforderung und das Austesten meiner Grenzen. Lektion 22. Die Geschichte respektieren. Es ist wichtig, alte Gebäude in unserer Stadt zu respektieren. Ich stimme zu. Sie erzählen Geschichten über unsere Vergangenheit. Haben Sie ein historisches Lieblingsgebäude? Ja, die alte Bibliothek in der Innenstadt. Es ist wunderschön. Ich liebe diesen Ort auch. Es hat eine so einzigartige Architektur. Und die Geschichte dahinter ist faszinierend. Genau, dadurch schätzt man die Kultur noch mehr. Irgendwann sollten wir es gemeinsam besuchen. Das klingt nach einer tollen Idee. Planen wir es. Lektion 23. Tanztunneln. Ich danke ihm dafür, dass er mir Tanzunterricht gegeben hatte. Das ist schön. Wie sind Sie gelaufen? Sie haben Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich jemals besonders gut darin sein werde. Übung macht den Meister. Sie könnten sich selbst überraschen. Vielleicht, ich muss nur den richtigen Rhythmus finden. Haben Sie darüber nachgedacht, einer Tanzgruppe beizutreten? Das könnte mir helfen, mich zu verbessern und neue Leute kennenzulernen. Love, es ist eine großartige Möglichkeit zu lernen und Spaß zu haben. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Danke für die Ermutigung. Lektion 24. Reisepläne. Hört sich gut an. Wir werden es beide nehmen. Großartig. Könnte ich bitte Ihre Pässe haben? Natürlich. Freust du dich auf die Reise? Seth, ich kann es kaum erwarten, neue Orte zu erkunden. Ich auch. Was möchten Sie dort als erstes tun? Ich möchte das lokale Essen probieren. Ich würde gerne die historischen Städten besuchen. Perfekt. Wir können beides tun und unsere Erfahrungen teilen. Absolut. Es wird ein unvergessliches Abenteuer sein. Lektion 25. Modeentscheidungen. Ich mag neutrale Farben wie Schwarz oder Braun. Was ist mit dir? Ich bevorzuge hellere Farben. Sie machen mich glücklich. Das ist interessant. Tragen Sie oft leuchtende Farben? Ja, besonders im Sommer. Es ist erfrischend. Ich kann mir vorstellen, dass das Ihre Stimmung aufhellen würde. Ja,
Kleidung kann einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen. Haben Sie ein Lieblingsoutfit für besondere Anlässe? Ja, ich habe ein wunderschönes rotes Kleid, das ich auf Partys trage. Klingt wunderschön. Ich würde es gerne einmal sehen. Lektion 26. Sicherheit geht vor. Ist Ihnen aufgefallen, wie Polizisten Menschen vor Verkehrsregeln warnen? Ja, und manchmal werden Strafzettel für Verstöße ausgegeben. Es ist wichtig, dass sich jeder an die Regeln hält, oder? Hilf. Dadurch werden die Straßen für alle sicherer. Manchmal müssen sie sogar rücksichtslose Fahrer jagen. Das muss wirklich gefährlich für sie sein. Definitiv. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um uns zu beschützen. Es ist beeindruckend, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen. Genau, wir sollten ihnen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Lektion 27. Dammtennis. Haben Sie letztes Wochenende das Tennisfinale der Frauen gesehen? Ja, es war unglaublich. Die Spieler waren so geschickt. Ich denke, King ist eine großartige Inspiration für Frauen im Sport. Das ist sie wirklich. Sie ist bekannt für ihre Unterstützung des Dammtennis. Für Sportlerinnen ist es wichtig, Vorbilder zu haben. Der stimme zu. Es hilft ihnen, nach Größe zu streben. Außerdem werden mehr Mädchen dazu ermutigt, Sport zu treiben. Der Sport kann junge Frauen stärken. Genau, wir brauchen mehr Unterstützung für Frauen im Sport. Lektion 28. Wochenendausflug. Reihe. Ich habe darüber nachgedacht, einen Wochenendausflug zu planen. Irgendwelche Vorschläge? Wie wäre es mit den Bergen? Zu dieser Jahreszeit ist es dort wunderschön. Das hört sich herrlich an. Welche Aktivitäten können wir durchführen? Wir können wandern, ein Picknick machen und die frische Luft genießen. Ich liebe Wandern. Kennt ihr gute Wanderwege? Ja, es gibt einen tollen Weg mit atemberaubenden Ausblicken auf das Tal. Planen wir das? Wann sollen wir gehen? Wie wäre es nächstes Wochenende? Wir können am Freitag packen. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 29. Kleine Veränderungen. Die Umsetzung dieser Praktiken in unserem Leben kann wirklich hilfreich sein. Da kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen. Welche Veränderungen haben Sie in letzter Zeit vorgenommen? Ich fing an, jeden Tag mehr Wasser zu trinken. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich auch machen. Sie werden sich energiegeladener fühlen, vertrauen Sie mir. Ich glaube es. Was sollten wir sonst noch versuchen? Vielleicht können wir gemeinsam gesündere Mahlzeiten kochen. Das würde mir gefallen. Lassen Sie uns einige Rezepte planen. Lektion 30. Lokale Bräuche. Ich denke, es ist wichtig, sich vor der Reise über das Reiseziel zu informieren. Ruf. Wenn Sie die örtlichen Geflogenheiten kennen, können Sie die Kultur respektieren. Rechts. In Japan beispielsweise ist die Verbeugung ein Zeichen des Respekts. Ja, und in manchen Ländern wird Trinkgeld überhaupt nicht erwartet.
Ja, an Orten wie Japan kann es als unhöflich angesehen werden. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Bräuche von Ort zu Ort sind. Definitiv. Es macht das Reisen interessanter und bereichernder. Außerdem hilft es ihnen, besser mit Einheimischen in Kontakt zu treten. Das stimmt. Der Aufbau von Beziehungen ist ein großer Teil des Reisens. Lektion 31: Australien bereisen. Der Transport in Australien kann schwierig sein. Ja, vor allem bei so vielfältigen Landschaften. Viele Teile sind ziemlich unwirtlich oder Ruf. Aber die Schönheit ist es wert. sind Sie schon einmal dorthin gereist? Noch nicht, aber ich möchte es unbedingt erkunden. Sie sollten eine Reise planen. Es ist erstaunlich. Ich werde. Ich würde gerne die Tierwelt sehen. Das wäre unvergesslich. Lektion 32: Modekomplimente. Wurf, es ist so bequem. Ich liebe es auch. Es ist perfekt für das Wetter. Du rockst diesen Rock. Wo hast du es her? Date. Ich habe es in einer örtlichen Boutique gefunden. Lasst uns bezahlen und uns weitere Geschäfte ansehen. Tolle Idee. Ich liebe es, bei dir einzukaufen. Ich auch. Es macht immer Spaß, es zu erkunden. Lasst uns einige einzigartige Stücke finden. Absolut, ich kann es kaum erwarten. Lektion 33: Haustiere und Juckreiz. Bei Ihren Haustieren kann es durch Bisse jucken oder Ja, Mücken können ein echtes Problem sein. Sie können auch bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze Juckreiz verursachen. Ich glaube, es ist so unangenehm für sie. Was tun Sie, um ihnen zu helfen? Ich verwende spezielle Sprays und bewahre sie drinnen auf. Das klingt effektiv. Prävention ist wichtig. Definitiv. Ich möchte, dass meine Haustiere glücklich sind. Ich auch. Lassen Sie uns gemeinsam weitere Lösungen finden. Lektion 34: Ruhe schaffen. Eine ruhige Atmosphäre zu schaffen klingt gut. Für ein natürlicheres Gefühl füge ich vielleicht ein paar Pflanzen hinzu. Pflanzen können einen Raum wirklich aufhellen und die Luftqualität verbessern. Ja, und sie sorgen für ein Gefühl der Ruhe. Auch die Beleuchtung spielt eine große Rolle bei der Schaffung einer ruhigen Atmosphäre. Ich liebe es, in meinem Zimmer sanftes, warmes Licht zu verwenden. Das ist eine tolle Idee. Auch Kerzen können eine schöne Note verleihen. Sie schaffen eine gemütliche und entspannende Atmosphäre. Das muss ich zu Hause mal ausprobieren. Lektion 35: Frieden finden. Ich denke, es ist wichtig, Frieden mit uns selbst zu finden, auch wenn es uns unseren Stolz kostet. Absolut, manchmal müssen wir unser Ego loslassen, um voranzukommen. Ja, und diejenigen, die es nicht verstehen, könnten enttäuscht sein. Richtig, aber es ist unsere Reise, nicht ihre. Wir müssen das tun, was sich für uns richtig anfühlt. Genau. Es geht darum, Entscheidungen zu treffen, die mit unseren Überzeugungen übereinstimmen. Und es kann eine Herausforderung sein, wenn andere anderer Meinung sind.
Stimmt, aber es stärkt unsere Entschlossenheit, wenn wir uns selbst treu bleiben. Ich stimme zu, dass persönliches Wachstum oft aus diesen schwierigen Entscheidungen resultiert. Ja, und am Ende bringt es ein Gefühl der Erleichterung und des Glücks mit sich. Lektion 36: Mut. Mussten Sie in Ihrem Leben schon einmal Mut beweisen? Ja, ich habe einmal vor einer großen Menschenmenge gesprochen. Es war beängstigend. Das klingt herausfordernd. Was hat Ihnen geholfen, Ihre Angst zu überwinden? Ich holte tief Luft und erinnerte mich daran, selbstbewusst zu sein. Das ist eine tolle Strategie. Hat das Publikum gut reagiert? Ja, sie klatschten und schienen meine Rede zu genießen. Das ist erstaunlich. Öffentliches Reden ist eine wahre Mutprobe. Ich stimme zu. Es hat mich gelehrt, dass ich mich meinen Ängsten stellen kann. Die Auseinandersetzung mit Ängsten kann zu persönlichem Wachstum führen. Lektion 37: Reisen an der Pazifikküste. Sind Sie schon einmal an die Pazifikküste gereist? Ja, es ist besonders bei Touristen aus Kalifornien beliebt. Welche Orte haben Sie dort besucht? Ich habe es geliebt, die Strände und Nationalparks zu besuchen. Das klingt wunderschön. Haben Sie lokales Essen probiert? Ja, Ich die wette, Meeresfrüchte haben Sie waren frisch und besondere lecker. Veranstaltungen besucht? Ich habe an einem Küstenfest teilgenommen. Es war lebendig und lustig. Das klingt nach einem tollen Erlebnis. Lektion 38: Sonnenblumen. Haben Sie schon einmal ein Sonnenblumenfeld gesehen? Ja, sie werden sehr hoch und haben leuchtend gelbe Blütenblätter. Sie sehen so fröhlich aus. Was gefällt dir an ihnen am besten? Ihre leuchtenden Farben erhellen immer meine Stimmung. Ich liebe es, wie sie der Sonne folgen. Es ist faszinierend. Pfiff, es ist, als hätten sie eine Persönlichkeit. Haben Sie Sonnenblumen in Ihrem Garten? Die Fische. Sie brauchen viel Sonnenlicht, nicht wahr? Ja, aber wegen ihrer Schönheit sind sie die Mühe wert. Lektion 39: Die Rolle von Computern. Ist Ihnen aufgefallen, wie sich die Rolle von Computern erweitert hat? Ja, es ist so schnell gewachsen, vor allem in der Ausbildung und im Beruf. Es ist erstaunlich. Computer sind mittlerweile überall. Das sind sie wirklich. Sogar in unseren Häusern und im täglichen Leben. Wussten Sie, dass sie auch die Kommunikation revolutioniert haben? Hilf. Menschen können sich von überall auf der Welt verbinden. Es ist beeindruckend, wie Technologie uns zusammenbringt. Aber es hat auch seine Herausforderungen, oder? Ja, zum Beispiel Datenschutzbedenken und Bildschirmzeit.